Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich bin jetzt bei Alexander, einem guten Freund, in der Garage. Die Motorhaube haben wir schon abgebaut. Und jetzt werden wir uns dem Einlass- und Ablasskrümmer widmen. Den ganzen Spaß hier ausbauen. Und ich werde euch zwischendurch bei den Arbeitsschritten immer wieder mal ein kleines Stückchen Video zeigen und machen. Bis gleich zum nächsten. Erster Schritt. Wir haben das erste Problem gefunden. Die Dichtung ist nicht mal die beste vom Einlass. Inklusive wurde dort mit Silikon idiotischerweise abgedichtet, was totaler Schrott ist. Die wird definitiv neu. Probleme. Da. Это кошмар. Scheiße. Ja, genau. Auf Deutsch Scheiße. So, fertig. Himmel, Bis zum Herrgott. nächsten. Himmel, Herrgott, Scheiße nochmal. So, nächster Akt. Die Einspritzung haben wir erstmal raus. Verpackt. Wegen Staub. Alle Löcher zugestopft mit sauberen neuen Putzlappen, damit nichts reinfällt. Das vordere haben wir noch offen. Ist reingerutscht. So. Und jetzt werden wir uns bemühen, dass wir den ganzen Spaß komplett, den ganzen Kollektor auf Russisch, den Einspritz und den Einlass- und Auslasskrümmer rauskriegen. Mal sehen, was uns da für eine Überraschung erwartet. Nächster Teil vom Video. Die Dichtung war auch, wie man so schön sieht, ich sag's mal freundlich, kaputt. Deswegen stank es ständig im Auto nach Abgasen. Die sitzt praktisch hier dazwischen. So, die hier oben scheint in Ordnung zu sein. Da haben wir zumindest nichts entdeckt bisher und wir bekommen jetzt den Abgas, kommen wir nicht raus, weil das Rohr stört von der Heizung. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal das Antifreeze, das Kühlwasser ablassen, damit wir weiterkommen. Hurra! Noch ein kleines Detail für euch. Wenn ihr hier arbeitet, so haben es mir unsere russischen Mechaniker gesagt, stopft kleine Läppchen in den Einlassbereich, dass auf keinen Fall Staub und Dreck reinfällt. Da solltet ihr akkurat und sauber arbeiten, sonst haben wir danach Riesenprobleme mit dem Motor. Wir haben bei der Demontage gemerkt, dass da ein bisschen Staub abgefallen ist. Wir haben es gereinigt, so gut wie es geht, mit Taschenlampe reingeschaut und jetzt mit Lappen verstopft, damit wir keine böse Überraschung erleben danach. Nächster Teilabschnitt, wir haben den Himmelhund raus, ohne das Kühlwasser abzulassen. Es ging dann doch mit gemeinsamen Kräften und Hängen und Würgen. Ups, Handy fällt runter, indem wir den einfach nach links gebogen haben, soweit wie möglich. Und dann konnten wir mit etwas hier drücken den Kollektor rausholen. Und jetzt zeige ich euch die Dichtung. Danke dir, spasiba. Mal kurz hier rausgehen, haben wir mehr Licht. So. Am Motor war deutlich zu sehen, dass im Auslassbereich hier und hier Probleme sind. Hier sind schon Risse. Die waren schon, das heißt Einlassbereich und Auslassbereich haben da ein bisschen Party gemacht gemeinsam. Und hier unten pfiff es auch raus. Das heißt einmal alle Dichtungen neu. Komplett. Und dann hoffen wir, dass der ganze Spaß wieder funktioniert. Jetzt machen wir kurze Pause, fahren ins Geschäft und dann geht es weiter. So, das Kugellager haben wir raus. Wir haben drin ein wunderbar schönes weißes Fett und wir haben festgestellt, das Kugellager hat mechanisches Spiel. Herzliche Grüße aus China. Vielen Dank. Nächster Spaß, wir mussten die Lichtmaschine ausbauen, weil wir bei der Kontrolle, letztens bei der Horchkontrolle gemerkt haben, dass sie schreit. Das heißt, die Lager haben kein Fett. So, und hier haben wir das gute Stück. Und jetzt werden wir mal schauen, dass wir ans Kugellager rankommen. Und dann zeigen wir euch das, was hier los ist. So, Spezial, naja, Smaska.
spezielles Fett für Kugellager, dass es ruhig wird. Und wir haben es gleich komplettiert. Matthias, was du делаешь? Sauber machen. Потихонечку. Как называется, почистить. А говорил не механик. Косил, наверное. So, der Kollektor ist fertig geputzt. Einlasskrümmer. Halbwegs nach unseren technischen Möglichkeiten hier. Und jetzt bauen wir den Spaß wieder ein. Und da ist das Geheimnis, Ein- und Auslasskrümmer muss man zusammen montieren. Du bekommst den Einlasskrümmer obendrauf nicht mehr montiert, wenn der Auslasskrümmer fixiert ist. Beachten bitte. Für alle Ersatzteilinteressierten, bei uns gibt es so ein REM-Komplekt. Nennt sich Komplekt Prokladok. Also ein Set von Dichtungen. Da ist alles Ding drin, was du für den Motor an Dichtungen brauchst. Komplett einmal alles. Und kostet 600 Rubel, 6 Euro. Also ich muss sagen, nicht schlecht. Gefällt mir. So, mal ein kurzes Video. Ich darf filmen. Sascha schraubt. Mein beratischer Freund. Alles für Deutschland. Und er war im früheren Leben Gynäkolog, wie man sieht. Wir haben unseren Spaß hier beim Schrauben. Abwechselnd schrauben und filmen für euch. So, bis später. So, das kurze Abschlussvideo vor dem Test. Alles sitzt wieder, wie es sitzen muss. Alles sauber gemacht. Und jetzt versuchen wir einen Startversuch. Mal schauen, was passiert. Startversuch. Mal schauen, was er sagt. Это горит масло. Смазка с коллектора. Klingt gut. Чеки не горят? Джеки Чан. Jackie Chan. Da ist jetzt das. Ich brauche jetzt meinen Tester. Ich muss jetzt die Fehler zurückstellen. Alle Fehler zurückstellen und dann schauen wir mal, was er sagt. Jetzt brauche ich aber erstmal das Handy dafür. So, hallo alle miteinander. Wir haben den 12. September. Das Teil habe ich noch heute bekommen. Das nennt sich Promwall auf Russisch. Wie es auf Deutsch hat, weiß ich nicht. 4.100 Rubel der ganze Spaß. Und das Teil ist bei mir kaputt. Bei normaler geringer Geschwindigkeit im Dorf oder schlechten Straßen merkt man nicht, dass was kaputt ist. Der Metallring muss natürlich nach der Montage abgebaut werden und hier ist ein Gelenk drin. Hoffentlich kann man das sehen. So, und das ist bei mir ausgeschlagen und deswegen macht das bei mir extreme Vibrationen. Und diese Vibrationen sind dafür verantwortlich, dass der Salnik, Simmering genannt auf Deutsch, bei mir am Hauptgetriebe kaputt gegangen ist. Da habe ich mir 2 Sätze besorgt. 180 Rubel, 1,80 Euro, kann man verschmerzen. Und das wird nächste Woche repariert. Ich kann es euch dann leider nicht zeigen, die Montage, weil ich das bei meinem Werkstattmeister machen lasse. Ich habe die Zeit und die Lust dazu nicht. Und wie gesagt, für euch der Tipp, wenn euer Lader extreme Geräusche macht, Schwingungen hat, extreme Schwingungen hat, es muss nicht immer das Getriebe oder das Rastatka, wie heißt das auf Deutsch, das nachgeschaltete Getriebe für ein 4x4 sein oder das vordere Zwischengetriebe oder die Kardanwelle. Die starken Vibrationen, die ich habe, immer noch, die sind eindeutig von dem Teil.
Und das, wie gesagt, verursacht weitere Schäden, wenn man es nicht wechselt. An den Getrieben, die Simmerringe kommen dann relativ schnell, so wie ich jetzt momentan das Problem habe. Und dann sollte man das Teil auswechseln. Was das bei euch in Deutschland kostet für eure Nader, weiß ich nicht. Es gibt zwei Varianten davon. Das ist die ältere Variante mit den 4 Bolzen. Und es gibt eine neue Variante, die 4 Bolzen hat, die ist so etwas anders im Design. Die sollte man dann nicht vertauschen, die passen nicht. Ich habe die alte Variante, die bei uns auch heißt Legend. Und dann gibt es noch die Variante Urban, die neue Variante. So, das wäre es für heute. Ich melde mich wieder irgendwann, wenn es was Interessantes gibt. Ciao, ciao aus Sibirien. Guten Morgen allerseits aus Sibirien. Morgens 8 Uhr. So, wir haben Spannungsausfall nicht, weil wir keine Spannung haben von Energieversorgung, wie man oben sieht. Der Zähler funktioniert, sondern weil wir Überspannung haben. Phase 1 ist normal, Phase 2 ist bei 317 Volt heute früh gewesen in Spitze. Und Phase 3, wie man sieht. Ich habe hier eine Relais Napragenie speziell eingebaut, weil bei solcher Überspannung zerfliegen dir reihenweise die Glühbirnen und alle anderen elektrischen Geräte. Jetzt müssen wir entscheiden, was wir machen. Warten wir ab, bis es sich beruhigt, vielleicht eine Stunde, oder starte ich unser Notstromgerät, weil so geht's nicht. Und was ich davon halte, möchte ich jetzt nicht kundtun. Beschwerde habe ich eingereicht, schon mehrfach, aber bisher hat sich nichts getan. Hallo alle miteinander, heute ist Feststimmung. Die 2 Bremszylinder sind gekommen mit Ozon und sind die richtigen. Wir müssen sie nur noch reinpassen von den Spaltmaßen, dass die Qualität stimmt. Dann ist unser Niva wieder komplett. Stückpreis einer in etwa 7,80 € und mit Versand sind wir bei 9 € pro Stück, wenn es euch interessiert. Bis zum nächsten Videoclip. Hallo alle miteinander, weil ihr mal wissen wollt, was ich mache. Hier liegen stapelweise Lampen, Zumindest die Karkassen mit den Vorschaltgeräten und den Startern. Dann noch ein paar Quarzlampen für die Desinfektion, die muss ich auch noch reparieren. Heizgeräte, 4 Stück, ziehen sich rum, sind repariert. 2 Wasserkocher auf Deutsch, Czajnik Paruski. Die Lampen sind schon fertig instand gesetzt. Voilà. Die auch. Kabelkanal, Unmengen an Kabel, auch noch Lampen, Ersatzteile und noch ganz viel andere Elektrik. Ja, hier steht noch ein bisschen was rum. Die Gehäuse der Lampen. Ja, und hier sieht es so bei mir aus, mein Arbeitsplatz. Momentan Chaos, weil ich die Kontakte auswechseln muss. So, und hier ist kein Spaß, dass ich hier doppelte Lampe dran habe. Die obere ist die normale Beleuchtung und das ist die Teststation für die Neon- oder Leuchtstofflampen. Unten ist für normale Lumineszenz und oben ist Svetodiode-Diodenlampe. Den Namen Smart Boy. Die habe ich immer eine halbe Stunde drin zum Test. Das ist momentan meine Hauptbeschäftigung. Lampen reparieren als Elektriker. Ja, noch ein riesiger Stapel Vorrat und andere Teile. Also das ist relativ viel, was hier rumliegt. Ich habe täglich, ehrlich gesagt, keine Langeweile, hier irgendwas zu machen. Ja, und da ist noch mein kleines Radio, habe ich extra ausgemacht, damit das nicht beeinträchtigt. Einfach ganz normale Elektriker arbeiten, aber relativ viel in großen Stückzahlen, weil das hier ein riesiges Gelände ist. Das mal für euch eine kleine Schau, was ich so anstelle, was ich mache. Hier liegt noch was rum. Das wären 2 neue Schaltkästen, die ich noch fertig vorkonfektionieren muss. Schweres deutsches Wort. Ja, ansonsten
Gibt es hier nicht viel zu sehen, außer dass ich gerade ein paar Klemmen wechsle und wieder noch so eine Lampe hier zum Leben erwecke. Und manchmal muss ich die kleinen Kontakte hier austauschen, weil die kaputt sind. Da brechen immer die Plastinasen weg oder innen drin die Kontakte sind korrodiert. Und dann funktioniert das meistens wieder. Natürlich auch Startgeräte sammle ich auch. Habe ich eine ganze Sammlung unterm Schreibtisch. Ist eine schöne Arbeit, abwechslungsreich und immer wieder was Neues. Einfach nur ein stinknormaler Elektriker in dem großen Betrieb. Bis später.